Ich habe mir eine kleine Pause gegönnt und euch wünsche ich nachträglich ein frohes neues Jahr und hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Und ja, zum neuen Jahr habe ich mir ein paar Sachen überlegt und heute werden wir Königsberger Klopse machen. Und bevor die ganzen Hater jetzt sagen, das sind keine Königsberger Klopse, nein, das ist natürlich kein Originalgericht. Und zwar machen wir die heute in gesund. Und wir machen die mit Geflügelhack. Wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Herzlich willkommen bei Ratzfatz Schlemm. Lecker leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Wie eben schon angekündigt, wir machen Königsberger Klopse und zwar heute aus Geflügelhack. Im Idealfall nimmt man sich eine Putenbrust und hackt die selber. Selber hacken hat den Vorteil, man hat ein bisschen mehr Konsistenz. Das Mundgefühl ist einfach noch ein bisschen schöner, finde ich. Man kann natürlich aber auch einen Fleischwolf nehmen mit einer 3 mm Scheibe, einmal durchlassen. Passt auch wunderbar. Man kann auch, und das mache ich heute, Hühnerbrustfilet nehmen. Wenn ich das ein bisschen hacke, da würde ich nicht den Fleischwolf nehmen, da wirklich mit einem scharfen Messer in kleine, feine Würfel teilen. Ja, das passt dann ganz gut. Man kann, wenn man darauf einfach keine Lust hat, auch fertiges Geflügelhack nehmen. Kriegt man im Discounter zu kaufen. Da sind wir aber bei den Dings da woanders. Dazu komme ich allerdings später. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich euch sagen, dass ich mich über einen Daumen hoch jedes Mal freue. Und wer noch nicht abonniert hat, jetzt könnt ihr das nachholen. Wir brauchen natürlich das Geflügelhack. Das machen wir gleich. Anfangen tun wir allerdings mit den Zwiebeln. Die müssen wir vorher andünsten. Und generell brauchen wir immer Salz und Pfeffer dazu. Und jetzt kommt's. Wir brauchen Haferflocken. Die treiben im Übrigen den Cholesterinspiegel nach unten. Wir brauchen Pilze. Die brauchen wir in der Soße. Die geben unserer Soße einen schönen Geschmack. Wir brauchen Schalotten, ein Ei, bei 400 Gramm Hack ein Ei, ein paar Lorbeerblätter. Wir brauchen Kapern, und zwar einmal für das Hack und einmal für die Soße. Genauso die Sardellenfilets, einmal fürs Hack, einmal für die Soße. Zitronensaft brauchen wir, Senf, ein bisschen saure Sahne, also ein Becher saure Sahne und ein bisschen Kartoffelstärke, um die Soße nachher ein bisschen anzudicken. Und wie gesagt, Anfang tun wir mit der Zwiebel und die Kapern mit den Sardellenfilets, die schwitzen wir nämlich jetzt erstmal an. Wer möchte, kann natürlich auch den Saft von den Kapern später in der Soße benutzen. Der gibt nochmal extra Geschmack ab. Wer das nicht möchte, der kippt den einfach weg. Außerdem brauchen wir noch Petersilie. Die habe ich jetzt hier nicht rausgeholt, denn ich habe mir mal Petersilie gehackt und die eingefroren. Wenn ich die jetzt rausnehme, dann wird die einfach nur matschig. Das sieht nicht mehr schön aus. Die nehme ich aber dann beim Kochen. Wer frische hat, sollte frische nehmen. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Das Geflügelbrustfilet, egal jetzt ob Pute oder Huhn, schneide ich in feine Streifen, um sie danach dann in Würfel zu schneiden und dann zu hacken. Aber ich denke, ihr habt verstanden, worauf es ankommt. Die Zwiebeln werden mit ein bisschen Petersilie jetzt erstmal angeschwitzt. Dazu nehme ich Rapsöl, so ein Rapsöl mit Buttergeschmack. Etwa 1 Teelöffel. Die Zwiebeln schwitzen mit der Petersilie noch ein bisschen an. Die lassen wir dann abkühlen und geben die dann auch zu dem Hack dazu. Außerdem kommt zu dem Hack dazu die Haferflocken.
und 2 Ei, also 1 Ei eigentlich. Ich habe hier wieder ein bisschen mehr, weil ich friere mir wieder was ein. Also 1 Ei, die gehackten Sardellenfilets sowie die gehackten Kapern. Der Senf kommt da rein. Mit Salz und Pfeffer vorsichtig sein. Die Sardellenfilets, die sind sehr salzig. Pfeffer kann man natürlich noch dazu machen, aber auch gerne vorher abschmecken. Wenn die Zwiebeln abgekühlt sind, dann werden die auch unter das Hack gemischt. Die Masse für die Klopse ist jetzt fertig gemischt. Um die zu formen, bietet sich an oder ist eine Empfehlung, einfach sich die Hände nass zu machen. Dann nimmt man hier so ein paar Finger voll und macht dann, naja, nicht allzu große Klopse daraus. So die Größe etwa ein bisschen, ja, was ist das, Golfball groß. Die müssen natürlich dann durchziehen in der Brühe. Und wenn die zu groß sind, dann dauert das einfach zu lange. So, die Klopse sind vorbereitet. Bei mir sind es mit 800 Gramm 18 Stück geworden. Also bei 400 Gramm, so wie das auch in der Beschreibung stehen wird, solltet ihr so 9 bis 10 Stück rauskriegen. Jetzt werden wir die Brühe aufkochen lassen mit den Lorbeerblättern und darin dann die Klopse so ein bisschen ziehen lassen. Die Gemüsebrühe oder Hühnerbrühe, je nachdem was ihr da habt, wird jetzt aufgekocht mit den Lorbeerblättern und dann wird die Hitze reduziert. Dann können wir die Hackbällchen reingeben oder die Klopse und dann dürfen die 20 Minuten ziehen. In der Zwischenzeit werde ich noch Kartoffeln schälen, die aufkochen und aus der Brühe machen wir uns dann noch später die Soße. Die Brühe hat jetzt gekocht und jetzt gebe ich die Klopse da rein und lasse die 20 Minuten ziehen. Das braucht nicht mehr kochen, da könnten uns die Klopse auseinanderfallen. Tatsächlich nur ziehen lassen. In der Zwischenzeit werde ich die Schalotten fein hacken, die Pilze, die Sardellenfilets und die Kapern ebenfalls. Das wird dann alles nochmal kurz angeschwitzt und wenn die Klopse dann rausgenommen sind, in die übrig gebliebene Brühe zugegeben, nochmal aufgekocht, ein bisschen einreduziert, mit saurer Sahne verfeinert. Und das wird eine leckere Soße. Die Klopse habe ich jetzt aus der Brühe rausgenommen. Entfernt hört sich so medizinisch an, ne? Rausgenommen. Nehme jetzt die Lorbeerblätter raus und koche die Brühe nochmal auf und gebe dann die angeschwitzten Schalotten mit den Pilzen und Kapern und so weiter dazu. Lasse das auch nochmal aufkochen und dann püriere ich das alles mit dem Zauberstab oder Pürierstab. Außerdem gebe ich dann noch den Rest oder die Flüssigkeit von den Kapern dazu. Zum Abschmecken nutze ich Salz, Pfeffer und den Zitronensaft. Mit dem Salz echt vorsichtig sein. Die Sardellen, die haben für gewöhnlich unheimlich viel Salzgehalt, führen die mit. Und das wird dann einfach too much. Also da ruhig mal vorher kosten und dann beim Abschmecken das anpassen. Und mit ein bisschen Kartoffelstärke binde ich die Soße ab. Bisschen Zitronensaft. Und an jede deftige Speise kann immer ein bisschen Süße ran. Umgekehrt natürlich auch. An jedes Törtchen kommt eine Prise Salz ran. Und diese Prise Süße, die bricht so ein bisschen oben die Spitze dieser doch sehr kräftig salzigen Suppe oder Soße. Und die restlichen Kapern kommen auch noch rein. Die Klopse kommen jetzt nochmal für 2 bis 3 Minuten in die Soße, damit die nochmal warm ziehen können. Und ich darf wieder kosten. Es wird lecker. Wir sind echt ganz fluffig.
Super. Echt eine tolle Alternative. Und wer tatsächlich mit Putenbrust oder Hähnchenbrustfilet das Hack selber hackt, der ist bei dieser Portion mit 3 Dings da dabei. Wer fertiges Hack nimmt, der ist tatsächlich bei dieser Portion bei 8 Dings da dabei. Ja, Faulheit muss bestraft werden oder ich weiß nicht warum. Aber auch 8 Dings da ist jetzt nicht wirklich so schlimm. Ist super lecker, durchaus gesund, senkt den Cholesterinspiegel durch die Haferflocken und ja, schmeckt einfach echt lecker. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch das Rezept ist echt klasse, ist echt lecker und gesund. Ja, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und ich freue mich über jeden Daumen hoch. Wer bis jetzt noch nicht abonniert hat, jetzt kann man das nachholen. Ihr könnt es da, glaube ich, gleich anklicken. Und ansonsten bleibt mir treu, bleibt gesund, euer Carsten. Ciao.